Willkommen zu einem weiteren Video in der Polierserie. Heute geht es um die Rotationspoliermaschine. Im letzten Video haben wir uns die Exzenterner-Theorie angeguckt und auch ein bisschen darüber gesprochen, wie man mit der arbeitet. Heute wollen wir das gleiche mal mit der Rotationspoliermaschine tun. Im Gegensatz zur Exzenter, sagt der Begriff schon so ein bisschen, rotiert eine Rotationspoliermaschine ausschließlich. Das heißt, sie dreht ausschließlich im Kreis. Durch diese Rotationsbewegung haben wir verschiedene Vor- und Nachteile und verschiedene Punkte, die wir bei dem Einsatz der Maschine beachten müssen. Der Motor treibt wirklich nur eine Kreisbewegung an, hat auf jeden Fall schon mal den Vorteil, dass die Maschinen selbst von der Maschine aus nicht so heiß werden und die Pads nicht so schnell verschleißen. Im Exzenter-Video hatte ich es ja auch schon angesprochen, man kann mittlerweile nicht mehr pauschal sagen, ob die Exzenter oder die Rota mehr Cut hat. Warum, habe ich da genau erklärt, guckt da auf jeden Fall nochmal rein. Bei der Rota ist es generell so, dass ich auf jeden Fall variabler mit der Politur umgehen kann. Das heißt, ich kann, um meinen Cut zu erhöhen, eine größere Politurmenge verwenden. Relativ logisch, mehr Politur bedeutet mehr Schleifkörner, bedeutet mehr Abtrag, gleich mehr Cut. Warum kann ich das mit der Exzenter nicht, beziehungsweise warum kann ich es mit der Rota? Weil ich bei der Exzenter wenig die Hitze und das Durchfahren steuern kann. Ne? Durch diese exzentrische Bewegung, die einfach Hitze vom Lack nimmt, habe ich weniger Potenzial als durch die reine Rotation, mit der ich, wenn ich langsamer fahre, mehr drücke, Geschwindigkeit erhöhe, über eben die Regler, die ich hier so habe an der Maschine und beim Arbeiten, die Temperatureinwirkung auf den Lack kontrollieren kann. Das hat zum einen zum Vorteil, dass ich relativ schnell entscheiden kann, wenn ich meine Politur durchfahren möchte, indem ich einfach die Geschwindigkeit, also die Maschinengeschwindigkeit erhöhe, aber auch, dass ich durch viel Druck auf die Maschine auch den Cut erhöhen kann und somit auch die Hitze. Also ich bin viel variabler im Cut und auf den meisten Lacken kann man dennoch häufig sehen, dass Rotas nicht unbedingt rein mehr Cut haben, aber den Prozess enorm beschleunigen, weil ich eben durch diese hohe Politurmenge selbst schon mit einer Finish-Politur viel Abtrag erzeugen kann, weil ich einfach sehr viel Politur nutzen kann, die ich dann gut durchfahren kann, um damit auch ins Finish zu kommen. Das heißt, ich spare mir viel Zeit im Cut, weil ich nicht dauernd die Politur wechseln muss. Wenn ich eine durchfahrbare Menge Politur auf einer Exzenter nehme, muss ich meistens eine gröbere Politur nehmen, damit ich eben mit der geringen Menge den gleichen Abtrag erziele wie mit einer höheren Menge von einer feineren Politur, wenn das so Sinn macht. Weil ich eben, wie gerade erklärt, durch die verschiedenen Regler, die ich hier so bedienen kann und mit meiner Arbeitsweise beeinflussen kann, die Politur besser und effektiver durchfahren kann und damit einfach zeitlich effizienter bin, weil ich weniger abwischen muss, weniger Politur nachlegen muss und weniger kontrollieren muss. Auch im Finish ist die Rotationsmaschine häufig im Vorteil. Das hatte ich im Exzenter-Video schon mal ein bisschen erklärt, dass messbar die Rota ein besseres Finish erzeugt. Das liegt einfach daran, dass sie durch die Hitze und durch die Rotation ein bisschen anders in der Lackstruktur arbeitet und sich die Spuren beim Polieren eben durch das längere Durchfahren besser entfernen lassen. Denn durch die Wärme, die ich auf dem Lack erzeuge und eben diese Variabilität, die ich habe, kann ich die Politur wirklich bis ins durchsichtige Phase, nicht mehr vorhandene fahren, sodass wirklich nur noch Öl vorhanden ist, sodass ich die Schleifkörner so weit zerlege, dass ich keine sichtbaren Polierspuren mehr auf dem Lack habe. Das ist bei der Exzenter manchmal sehr schwer möglich, einfach weil ich nicht so wenig Politur nehmen kann, wie ich gerne möchte, ohne dafür zu sorgen, dass ich zu wenig Politur habe und das Pad wieder Grip bekommt. Einfach weil mir diese Hitze fehlt, die Politur nicht so ganz ölig werden kann und einfach der Schmiereffekt dann stark nachlässt. Das ist ein großer Vorteil bei der Rota. Stichwort Hologramme. Wie auch im Exzenter-Video erklärt, sind Hologramme Polierspuren der Rotationspoliermaschine, während Exzenter-Polierspuren Haze heißen. Also es ist quasi das gleiche Phänomen. Aufgrund des unterschiedlichen Antriebs sieht das anders aus. Sie entstehen dadurch, dass ich mit dem Schleifkorn oder auch mit abgetragenem Lack oder auch mal Schmutz in einer Kreisbahn über den Lack arbeite. Die dreht sich die ganze Zeit, ich bewege mich zur Seite und dadurch habe ich immer diese Kringel, wenn man so will, diese Spiegelungen, die sich mit dem Licht mitbewegen. Im Extremfall in Richtung meiner Bahn. Hologramme entstehen von der Schleifpolitur bis zur Feinschleifpolitur und sind, wie gesagt, oder resultieren, wie gesagt, aus nicht perfekt durchgefahrener Politur. Das Thema Hitze spielt bei der Rotationspoliermaschine eine große Rolle. Ich habe es auch gerade im Vorgang schon mal ein bisschen erwähnt. Es ist gleichzeitig Risiko und Chance. Risiko natürlich auf Kunststoffbauteilen, dass ich einfach zu viel Hitze entstehen lasse und Kanten vielleicht richtig durchbrenne. Chance, indem ich eben das volle Potenzial einer Politur ausnutze, damit gut spielen kann. Das habe ich gerade schon ausführlich erklärt. Bezüglich der Hitze muss man sich aber eigentlich weniger Sorgen machen, als viele meinen. Generell der Tipp, im Zweifel bei geringer Belastung Druck reduzieren, Politurmenge erhöhen, weil dadurch wird die Maschine gekühlt und erzeugt einfach weniger Reibung und weniger Hitze. Wenn ihr auf Kunststoff arbeitet, nehmt weniger Druck als auf Blech. Wenn ihr an Kanten arbeitet, nehmt weniger Druck. Wenn ihr die Maschine ankantet, um einzelne Kratzer zu bearbeiten oder in schmale Bereiche zu kommen,
nehmt weniger Druck. Es ist relativ einfach und man kann die Hitze sehr gut kontrollieren durch die geringere Drehzahl, weniger Druck. Das Schöne ist wirklich, im Gegensatz zur Exzenter, wo ich über die Drehzahl sehr viel steuern muss, kann ich bei der Rota auch auf Stufe 1 eine Politur von vorne bis hinten durchfahren. Ich muss die Stufe nicht erhöhen. Ich kann das über andere Faktoren wie den Druck, die Geschwindigkeit meiner Armbewegung und die Politurmenge steuern. Deswegen sage ich immer, mit der Rota bin ich sehr variabel. Achtet mit der Hitze, wie gesagt, darauf, dass sie nicht zu viel entsteht. Und achtet wirklich auf eine Sache, dass ihr nicht mit Hitze auf Kante poliert. Das heißt, wenn ihr einen einzelnen Kratzer habt, die Maschine ankantet, um diesen gezielt zu beseitigen, was sehr sinnvoll sein kann, lasst nicht zu viel Hitze entstehen, weil unter der Hitze dehnt sich der Lack aus, wie alle Materialien. Und wenn ihr da gerade mit grober Politur auf Kante richtig schöne Riefen reinballert, kann es passieren, dass sie sich beim Zusammenschließen in den Lack einschließen und dann so ein bisschen im Lack verborgen bleiben. Guckt einfach mal auf unserem Kanal nach dem Video Mysteriöse Kratzer am Lack. Da habe ich dieses Phänomen erklärt. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein mit der Hitze. Ansonsten kann auf Blech eigentlich nicht viel passieren. Wir haben auch ein Video gemacht, guckt euch das mal an, bis in den Extremfall poliert, was da alles schief gehen muss, bevor dein Lack durchbrennt. Also da musst du wirklich komplett schlafen, dass du das nicht merkst. Klammer auf. Bei Kunststoffen immer mit wenig Hitze arbeiten und generell, wer noch nicht so viel Erfahrung hat, immer die Hitze kontrollieren. Ich sage immer, fass es mit einer Hand an beim Arbeiten. Alles, was sich für die Hand noch vernünftig anfühlt, ist so im Bereich 40, 50 Grad. Ihr kennt es vielleicht, viele Duschen haben in der Temperaturregelung so eine Sperre bei 40 Grad, wo man erstmal einen Knopf drücken muss, um das zu überschreiten, sodass man sagen kann, das fühlt sich für den menschlichen Körper angenehm an. Der Körper hat ungefähr 37 Grad. Wenn sich der Lack körperwarm anfühlt, könnt ihr ungefähr die Temperatur einschätzen. Alles, was ich noch vernünftig anfassen kann, ohne den Reflex zu haben, meine Hand wegzuziehen, ist wunderbar in Ordnung für Lack und Kunststoff. Kommen wir mal zu den Qualitätsmerkmalen einer Rotationsmaschine und gleich zu dem Punkt, welche soll ich kaufen, wie viel Geld muss ich ausgeben. Einer der wichtigsten Punkte ist das Drehzahlband. Das ist hier sehr entscheidend. Bei einer Exzenter sagt es nicht viel aus, bei der Rota schon. Im Fahrzeugpflegebereich polieren wir ganz viel im Bereich 600 bis 800 Umdrehungen. Das ist je nach Maschine Stufe 1 bis 2. Die Kabelflex, die hier neben mir liegt, hat in Stufe 1 600 Umdrehungen und in Stufe 2, ich glaube, 900 oder 800, ich glaube sogar 800. Das ist der übliche Bereich, um die Politur Haupt zu verarbeiten, um um das Abtragspotenzial zu nutzen, sei es mit einer Schleifpolitur oder auch mit einer Finish-Politur. Wenn ich dann die Politur durchfahren will, drehe ich hoch auf 1500, 1800, 2000 Umdrehungen und fahre die Politur dort so lange durch, bis sie komplett durchsichtig ist und ich die Polierkörper verschlissen habe, zerbrochen habe und nur noch das Öl vorhanden ist. Das heißt, wir brauchen im Idealfall ein Drehzahlband zwischen 600 und 2000 Umdrehungen. Alles darunter und alles darüber brauchen wir nicht unbedingt. Es gibt einige Rotationsmaschinen, die drehen noch langsamer. Rupes zum Beispiel, die Festool Shinex und die Flex 14, PE 14-1. Die fangen bei 250 im Falle der Flex und bei den anderen beiden bei 400 an. Meine Lieblingsmaschine, die PE 14-2, fängt bei 600 an. Kleine Ausnahme, die Akkuflex fängt bei 900 Umdrehungen Stufe 1 an. Das liegt einfach daran, dass sie durch den Akku nicht so viel Drehmoment hat und das mit der Drehzahl ausgleichen muss, was nicht unbedingt gut oder empfehlenswert ist, aber da hinnehmbar ist. Wie gesagt, in dem Fall hier würde ich zu einer Maschine raten, die bei 600 Umdrehungen dreht. Alles, was schneller anfängt, ist eigentlich für unseren Gebrauch zu schnell und nicht unbedingt zu empfehlen. Deswegen achtet da unbedingt drauf. Wenn ihr euch jetzt eine Rota kauft, worauf solltet ihr achten? Kann man eine billige Rota kaufen oder lieber nicht? Generell würde ich sagen, wer eine Rota kauft, sollte sie nicht unbedingt, natürlich also schon als Ergänzung sehen, aber nicht als, ich mache nur mal kurz hier eine kleine Stelle. Ich denke mal, die Rota ist für viele eine Ergänzungsmaschine im Bereich Cut, sollte aber vielmehr als Allrounder gesehen werden, wie ich es, glaube ich, jetzt ein bisschen dargestellt habe bezüglich der Flexibilität. Also es lohnt sich wirklich mit der Rota, sich mal warm zu arbeiten und mal zu üben, sage ich mal, weil die einfach ein unglaublich hohes Potenzial hat, auch in Zeitersparnis, in Effizienz und auch in Lackschonung, weil ich einfach nicht so viel Abtrag generieren muss. Generell würde ich sagen, wer sich noch nicht sicher ist, ob er mit der Rota warm wird und noch so im Nebengewerbe- und Hobbybereich ist, kann sich eher eine günstige kaufen. Auch da die üblichen Verdächtigen, Kraus Tools, Liquid Elements. Sollte aber nicht überrascht sein, dass einfach Drehmoment und so ein bisschen die Puste fehlt, wenn man so will. Von daher würde ich sagen, schon eher im höherpreisigen Bereich. Meine Empfehlung wirklich Flex an der Stelle. Gibt es online für 300 bis 350 Euro die PE 14-2. Unbedingt darauf achten, nicht die -1, nicht die -3, PE 14-2. Darüber hinaus oder alternativ im Markenbereich gibt es noch Makita. Auch eine vernünftige Maschine, sehr schwer, eher so als
Winkel- oder Trennschleifer anzusehen, finde ich oder nicht ergonomisch genug, wird wirklich sehr schwer. Die Rupes Rota aus meiner Sicht kann gar nichts. Sorry, wenn ich das so direkt sage. Ich finde, die ist einfach nicht wirklich gut geeignet. Wer mit der einsteigt, hat schnell keine Lust mehr auf Rota. Ganz, ganz klar. Ansonsten gibt es zum Beispiel auch noch von Festool die Shinex, ist der Platzhirsch auf dem Markt, mit über 600 € weit die teuerste Maschine. Ist eine ganz tolle Maschine, arbeitet sich super, ist sehr lang, hat eine ganz andere Ergonomie. Kann ich auch wirklich nichts Negatives drüber sagen, ist wirklich eine gute Maschine. Meiner Meinung nach für mich persönlich den Aufpreis im Vergleich zur Flex nicht wert, aber das sieht natürlich jeder anders. Da muss man natürlich andere Sachen beachten, wie Garantie und solche Sachen muss jeder für sich entscheiden. Meine Empfehlung wirklich Preis-Leistung, die Flex. Hier und da gibt es nochmal, ich glaube, Verregler hat noch eine eigene, aber grundlegend sind das so die im Bereich unterwegs sind. Und wer sagt, hey, ich würde gerne mit einer Rota arbeiten, sollte sich da eine Marke zulegen. Wer sagt, ist nur eine Ergänzung, um mal einen Kratzer gezielt zu arbeiten, dem würde ich tatsächlich einen Aufsatz für einen vernünftigen Akkuschrauber empfehlen. Mit dem kann man auch vernünftig arbeiten, eben durch die stufenlose Drehzahlregelung. Hier ein 110 mm Aufsatz für etwas größere Stellen. Als Alternative dazu 85, 70, 60, 50, 30 gibt es in allen möglichen Größen. Wird dann einfach auf so einen M14-Gewindeadapter zur Akkuschrauberaufnahme oder Bohreraufnahme geliefert. Das ist dann für Leute, die sagen, hey, bei mir lohnt es sich nicht, ich will nur hier und da mal einen tiefen Kratzer bearbeiten. Der sollte eher dazu greifen, anstatt zu einer Billigrota aus meiner Sicht. Zum Thema PXE, Rupes Hybrid und auch so einer Nanowelle hier, dem Nanopolisher, kommen wir in einem gesonderten Video, in dem wir über das Zubehör für die Rota reden, auch über die Stütztellergrößen, Verlängerungen und so weiter und so fort. Das soll jetzt hier nicht Thema sein. Zum Schluss nochmal die Frage, wie arbeite ich mit einer Rota? Auch hier gilt wieder der Verweis, mach einen Testspot, probier aus, was am sinnvollsten ist. Generell kann man bei den meisten Polituren sich merken, dass die Arbeitsstufe generell zwischen 600 und 800 Umdrehungen ist, meistens also Stufe 1 und Stufe 2. Hier arbeitet das Korn mit leichtem bis mäßigem Druck, manchmal auch mit starkem Druck, je nach Lack, in dem Lack und erzeugt den Cut, den ich von der jeweiligen Politur gerne hätte. Wenn ich dann den Druck reduziere, die Geschwindigkeit hochdrehe auf 1200 bis 1800 Umdrehungen in der Region, da fahre ich die Politur durch, bringe sie ins Ölige, zerlege das Schleifkorn und sorge dafür, dass ich ein optimales Finish erzeugen kann. Das kann man generell zur Arbeitsweise sagen. Auch hier, mehr Druck erzeugt erstmal mehr Cut bis zu einem gewissen Grad. Irgendwann bricht natürlich das Schleifkorn auch unter viel Druck zusammen. Mehr Geschwindigkeit erzeugt generell erstmal weniger Cut, vor allen Dingen hinten raus. Ein leichter Anstieg erzeugt mehr Cut, so von 600 auf 800. Darüber hinaus bricht das Korn schneller und der Cut nimmt ab. So viel zur Arbeitsweise, also am Anfang eher mehr Druck und weniger Geschwindigkeit, später weniger Druck und mehr Geschwindigkeit. Auf Kunststoffen und hitzeempfindlichen Oberflächen auf Kanten und beim auf Kante fahren wenig bis kein Druck. Zum Abschluss mein Fazit zum Thema, brauche ich eine Rota? Generell würde ich sagen, wer ernsthaft Fahrzeugaufbereitung betreibt und sich auch immer weiterentwickeln will, für den gehört eine Rota absolut zum Repertoire. Ob man lieber mit der Rota oder lieber mit der Exzenter hauptsächlich arbeitet, liegt im Auge des Betrachters und auch in den Fähigkeiten. Ich bin der Meinung, eine Rota ist deutlich flexibler und wer eine Rota sehr gut beherrscht, kann sehr schnell zu einem super Ergebnis kommen, spart sich teilweise Zeit, Stufen, Politur, Nerven und Mühe. Aus meiner Sicht ist eine Rota absolut essentiell, würde ich fast sagen, um einfach gewisse Lacke überhaupt bearbeiten zu können. Denn wie ich auch immer sagte, der Testspot entscheidet, ob ich mit Rota oder Exzenter vorgehe. Von daher brauche ich in beiden Kategorien als Fahrzeugaufbereiter oder Detailer jeweils eine vernünftige Maschine. Auch ob teuer oder billig, habe ich schon was zu gesagt. Von daher kann da jeder seinen Punkt treffen. Ich würde euch empfehlen, der Unterschied zwischen einer billigen, so im Bereich 150 und der teuren 350 ist knapp die Hälfte. Dann lieber ein, zwei Autos erstmal ohne Rota bearbeiten, eine teure Maschine kaufen. Wie gesagt, zu der Flex einfach mal unbezahlte Werbung an der Stelle. Die Maschine ist das erste Mal nach 7 Jahren Gewerbeeinsatz, ich habe sie jetzt seit 9 Jahren, nach 7 Jahren Gewerbeeinsatz, überhaupt nicht mal kaputt gegangen, hat das Getriebe angefangen zu rattern. Ich habe es zur Flex geschickt und mir wurde mehrfach versichert, das war eine Kulanzreparatur, die jeder bekommen hätte. Und es war auch keine aufwendige Reparatur nach 7 Jahren Gewerbeeinsatz. Dass immer mal ein Montagsmodell bei ist, mag sein, aber generell eine hochwertige Rotationspolymaschine ist immer eine Ergänzung wert und auch meiner Meinung nach den Preis wert. An dieser Stelle viel Spaß beim Rotieren.